Hallo, mein Name ist Kitty. Ich bin in einem kleinen Dorf in Deutschland aufgewachsen, umgeben von weiten Feldern und Wäldern, die perfekte Kulisse für mein größtes Interesse, das Reiten. Schon als kleines Mädchen verbrachte ich jede freie Minute im Stall, strich über die warmen Flanken der Pferde und träumte davon, eines Tages eine berühmte Reiterin zu sein. Reiten war mehr als nur ein Hobby für mich, es war eine Leidenschaft, die tief in meinem Herzen verwurzelt war. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Turnier. Ich war so nervös, dass meine Hände zitterten, aber als ich auf dem Rücken meines treuen Pferdes saß, fühlte ich eine unerklärliche Ruhe über mich kommen. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich mein Leben den Pferden und dem Reitsport widmen wollte. Meine Jugend war geprägt von frühmorgendlichen Trainingseinheiten und langen Tagen auf verschiedenen Reitplätzen. Ich lernte schnell, dass Erfolg im Reitsport nicht nur Talent erfordert, sondern auch Disziplin, Hingabe und eine enge Bindung zum Pferd. Mein Traum war es, in der deutschen Nationalmannschaft zu reiten und bei den größten Turnieren der Welt anzutreten. Doch wie das Leben so spielt, kommt es oft anders, als man denkt. Einige Monate vor dem wichtigsten Turnier meiner bisherigen Karriere, bei dem ich die Möglichkeit hatte, mich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, geschah das Unfassbare. Während eines Trainingsrunden fiel ich schwer von meinem Pferd und brach mir das Bein. Die Diagnose war niederschmetternd, ein komplizierter Bruch, der eine lange und schwierige Heilung voraussagte. Plötzlich waren alle meine Pläne und Träume zunichte gemacht. Die folgenden Monate waren eine Zeit des körperlichen und emotionalen Schmerzes. Ich musste lernen, mit der Enttäuschung umzugehen und gleichzeitig meinen Körper zu heilen. Ich verbrachte viele Stunden in physiotherapeutischer Behandlung, und das Reiten war nur eine ferne Erinnerung, die ich durch das Zuschauen bei Turnieren am Leben hielt. Es war eine quälende Zeit, in der ich mich oft fragte, ob ich jemals wieder in der Lage sein würde, auf einem Pferd zu sitzen. Doch die Liebe zum Reitsport ließ mich nie los. Nach Jahren der Rehabilitation und der ständigen Unsicherheit gab mir mein Arzt endlich die ersehnte Nachricht: Mein Bein war geheilt, und ich konnte wieder reiten. Es war, als hätte mir jemand eine zweite Chance im Leben gegeben. Ich war entschlossener denn je, meinen Traum nicht aufzugeben. Ich begann wieder mit dem Training, anfangs vorsichtig, aber mit jedem Tag wuchs mein Vertrauen. Ich arbeitete intensiv mit verschiedenen Trainern und Mentalcoaches, um nicht nur meine körperliche Stärke, sondern auch meine mentale Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Die Rückkehr in den Sattel war emotional überwältigend. Mit jedem Sprung, jedem Galopp wuchs mein Glaube an mich selbst wieder. Jahre später, im Alter von 30 Jahren, war es endlich soweit. Ich trat bei demselben Turnier an, das ich als junge Reiterin hatte verlassen müssen. Die Konkurrenz war stark, aber ich fühlte mich bereit. Mein Pferd und ich waren ein eingespieltes Team, und als wir die letzte Hürde überwanden und durch das Ziel galoppierten, wusste ich, dass wir gewonnen hatten. Der Moment, als ich die Goldmedaille umgehängt bekam, war der Höhepunkt meiner Karriere und ein Triumph über alle Hindernisse, die mir das Leben in den Weg gelegt hatte. Das Dorf. Ich wohne in einem kleinen Dorf in den Bergen. Das Feld. Die Kinder spielen auf dem grünen Feld Fußball. Der Wald. Wir machen gerne Spaziergänge im Wald und genießen die Natur. Das Reiten. Meine Schwester liebt das Reiten und geht jede Woche zum Reitunterricht. Der Stall. Die Pferde werden im Stall untergebracht, um sie vor Regen und Wind zu schützen. Das Turnier.
Am Wochenende findet ein Tennisturnier im örtlichen Club statt. Das Pferd. Ich habe ein schwarzes Pferd, das sehr schnell rennen kann. Die Hingabe. Seine Hingabe an seine Arbeit macht ihn zu einem angesehenen Mitarbeiter. Die Bindung. Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist unzerbrechlich. Geschehen. Der Vorfall geschah während des Sturms. Das Bein. Nach dem Unfall hatte er einen Gips am Bein. Die Diagnose. Die Diagnose des Arztes war eine leichte Grippe. Die Heilung. Die Heilung der Wunde dauerte mehrere Wochen. Der Schmerz. Nach dem Sturz hatte er starke Schmerzen im Bein. Die Rehabilitation. Nach der Operation begann er seine Rehabilitation, um seine Kraft wieder zu gewinnen. Der Sprung. Der Athlet machte einen beeindruckenden Sprung über die Hürde. Die Konkurrenz. Die Konkurrenz bei diesem Wettbewerb ist sehr stark. Die Hürde. Die größte Hürde auf dem Weg zum Erfolg ist oft unsere eigene Angst. Die Goldmedaille. Er gewann eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Der Triumph. Ihr Triumph beim Marathonrennen war das Ergebnis monatelangen harten Trainings. Das Hindernis. Finanzielle Probleme sind oft ein Hindernis für die Verwirklichung unserer Träume. Nervös. Vor dem Vorstellungsgespräch war sie so nervös, dass sie kaum schlafen konnte. Quälend. Die quälende Hitze machte den Tag unerträglich. Unfassbar. Für mich ist Physik manchmal einfach unfassbar. Emotional. Ihre Rede war so emotional, dass viele Zuhörer Tränen in den Augen hatten. Körperlich. Regelmäßige körperliche Aktivität ist wichtig, um gesund und fit zu bleiben. Zittern. Er begann vor Kälte zu zittern, als er draußen im Winter stand. Antreten. Er entschied sich, als Kandidat für die Wahl anzutreten. Brechen. Er konnte den Stock nicht brechen, obwohl er es versuchte. Aufgeben. Trotz aller Probleme gab sie nicht auf. Hallo, mein Name ist Kitty. Ich bin in einem kleinen Dorf in Deutschland aufgewachsen. Hallo, mein Name ist Kitty. Ich bin in einem kleinen Dorf in Deutschland aufgewachsen. Umgeben von weiten Feldern und Wäldern. Umgeben von weiten Feldern und Wäldern. Die perfekte Kulisse für mein größtes Interesse, das Reiten. Die perfekte Kulisse für mein größtes Interesse, das Reiten. Schon als kleines Mädchen verbrachte ich jede freie Minute im Stall. Schon als kleines Mädchen verbrachte ich jede freie Minute im Stall. Strich über die warmen Flanken der Pferde und träumte davon. Strich über die warmen Flanken der Pferde und träumte davon, eines Tages eine berühmte Reiterin zu sein. Eines Tages eine berühmte Reiterin zu sein. Reiten war mehr als nur ein Hobby für mich. Reiten war mehr als nur ein Hobby für mich. Es war eine Leidenschaft, die tief in meinem Herzen verwurzelt war. Es war eine Leidenschaft, die tief in meinem Herzen verwurzelt war. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Turnier. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Turnier. Ich war so nervös, dass meine Hände zitterten. Ich war so nervös, dass meine Hände zitterten.
Aber als ich auf dem Rücken meines treuen Pferdes saß, fühlte ich eine unerklärliche Ruhe über mich kommen. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich mein Leben den Pferden und dem Reitsport widmen wollte. Meine Jugend war geprägt von frühmorgendlichen Trainingseinheiten und langen Tagen auf verschiedenen Reitplätzen. Ich lernte schnell, dass Erfolg im Reitsport nicht nur Talent erfordert, sondern auch Disziplin, Hingabe und eine enge Bindung zum Pferd. Mein Traum war es, in der deutschen Nationalmannschaft zu reiten und bei den größten Turnieren der Welt anzutreten. Doch wie das Leben so spielt, kommt es oft anders, als man denkt. Einige Monate vor dem wichtigsten Turnier meiner bisherigen Karriere, bei dem ich die Möglichkeit hatte, mich für die Nationalmannschaft zu qualifizieren, geschah das Unfassbare. Während eines Trainingsrunden fiel ich schwer von meinem Pferd und brach mir das Bein. Die Diagnose war niederschmetternd, ein komplizierter Bruch, der eine lange und schwierige Heilung voraussagte. Plötzlich waren alle meine Pläne und Träume zunichte gemacht. Die folgenden Monate waren eine Zeit des körperlichen und emotionalen Schmerzes. Ich musste lernen, mit der Enttäuschung umzugehen und gleichzeitig meinen Körper zu heilen. Ich verbrachte viele Stunden in physiotherapeutischer Behandlung, und das Reiten war nur eine ferne Erinnerung, die ich durch das Zuschauen bei Turnieren am Leben hielt. Es war eine quälende Zeit, in der ich mich oft fragte,
Es war eine quälende Zeit, in der ich mich oft fragte, ob ich jemals wieder in der Lage sein würde. Ob ich jemals wieder in der Lage sein würde, auf einem Pferd zu sitzen. Auf einem Pferd zu sitzen. Doch die Liebe zum Reitsport ließ mich nie los. Doch die Liebe zum Reitsport ließ mich nie los. Nach Jahren der Rehabilitation und der ständigen Unsicherheit, gab mir mein Arzt endlich die ersehnte Nachricht. Mein Bein war geheilt, und ich konnte wieder reiten. Mein Bein war geheilt, und ich konnte wieder reiten. Es war, als hätte mir jemand eine zweite Chance im Leben gegeben. Es war, als hätte mir jemand eine zweite Chance im Leben gegeben. Ich war entschlossener denn je, meinen Traum nicht aufzugeben. Ich war entschlossener denn je, meinen Traum nicht aufzugeben. Ich begann wieder mit dem Training, anfangs vorsichtig, aber mit jedem Tag wuchs mein Vertrauen. Ich begann wieder mit dem Training, anfangs vorsichtig, aber mit jedem Tag wuchs mein Vertrauen. Ich arbeitete intensiv mit verschiedenen Trainern und Mentalcoaches. Um nicht nur meine körperliche Stärke, sondern auch meine mentale Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Die Rückkehr in den Sattel war emotional überwältigend. Mit jedem Sprung, jedem Galopp wuchs mein Glaube an mich selbst wieder. Jahre später, im Alter von 30 Jahren, war es endlich soweit. Ich trat bei demselben Turnier an, das ich als junge Reiterin hatte verlassen müssen. Die Konkurrenz war stark, aber ich fühlte mich bereit. Mein Pferd und ich waren ein eingespieltes Team. Und als wir die letzte Hürde überwanden und durch das Ziel galoppierten, wusste ich, dass wir gewonnen hatten. Der Moment, als ich die Goldmedaille umgehängt bekam, war der Höhepunkt meiner Karriere und ein Triumph über alle Hindernisse. Die mir das Leben in den Weg gelegt hatte.